Leipzigs Straßen nur so von schwarz gekleideten Menschen wimmelt, dann ist es wieder soweit. Das Wave-Gotik-Treffen ist in der Stadt. Mit seinen 20.000 Besuchern ist es das größte Gothic-Festival der Welt. Und ich bin heute hier in Leipzig, um ein bisschen die Szene auszuchecken und alle Shades of Black kennenzulernen. Angekommen auf dem Agra-Gelände, dem Herzen des WGTs, treffe ich erstmal jemanden, der mir mehr über das Festival erzählen kann. Seit wann gibt es denn schon das Wave-Gotik-Treffen? Dieses Jahr ist es das 24. Mal schon, also nächstes Jahr 25. Jubiläum. Und angefangen hat es natürlich ganz klein. Das erste WGT fand an nur einem Veranstaltungsort statt, mit rund 1000 Besuchern. Und dann ist es ganz schnell gewachsen, bis wir eben die Größenordnung erreicht hatten, die wir jetzt haben, mit rund 20.000 Besuchern, die jedes Jahr jetzt hier zum WGT kommen. Warum ist der WGT hier in Leipzig zu Hause? Warum ist Leipzig ein guter Standort auch für das Wave-Gotik-Treffen? Das hat sich eigentlich entwickelt daraus, dass eben die beiden Ideengeber zwei Gruftis aus Leipzig waren, die hier wohnten einfach. Deswegen ist es hier in Leipzig gestartet. Leipzig hat als Stadt auch viel zu bieten. 1000 Jahre Jubiläum jetzt gerade dieses Jahr. Viele schätzen auch das natürlich und gerade Leute, die von auswärts kommen, bleiben oft dann noch ein paar Tage länger, weil sie einfach Leipzig als Stadt einfach auch cool finden und die Stadt einfach noch ein bisschen erkunden wollen. Was muss ich mir denn unbedingt angucken auf dem WGT? Spannend ist irgendwie immer das viktorianische Picknick. Das findet immer zum Auftakt Freitagnachmittag statt, wo sich wirklich Hunderte von Leuten in historischer Gewandung zu einem romantischen Picknick im Park einfach treffen. Ich glaube, das viktorianische Picknick, das schaue ich mir jetzt mal an. Danke dir. Eine der zig Bands, die beim WGT auftreten, sind Blutengel. Sänger Chris Pohl erwartet mich auf dem sogenannten Black Market. Chris? Hi. Hallo, ich glaube, wir sind verabredet. Wir sind verabredet, hi. Ich muss auch ganz ehrlich zugestehen, ich bin mit der Szene so gar nicht vertraut. Für mich ist das absolutes Neuland. Deswegen habe ich mir erhofft, dass du mir vielleicht so ein bisschen so ein kleines Grundlagen-Coaching geben kannst. Also erstmal ist es gut, wie man hier schon sieht, die vorwiegende Farbe ist schwarz. Das ist schon mal zum Beispiel ein ganz groß. Ja, es ist schon fast in Ordnung. Ja, ich habe mich so ein bisschen ins Grau verirrt. Ja, das ist okay. In allen Nuancen sozusagen. Also es macht unheimlich Spaß hier zu sein, weil man, wenn du dich mal hier irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde hinsetzt, einfach nur mal guckst, wie viele Leute an dir vorbeilaufen, wie die alle aussehen. Das ist einfach geil. Schminke ist auch ganz wichtig, oder? Schminke ist wichtig, ja. Man kann sich ja schminken, wie man denn möchte sozusagen. Aber hauptsächlich, oder die meisten schminken sich halt dunkler. Einfach düsterer. Kontaktlinsen sind natürlich auch immer sehr interessant, Ja, um die Augenfarbe zu verändern. Hast du Mach auch ich irgendwas? zum Beispiel gerne. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr barock oder was irgendwie ja an frühere Zeiten erinnert, denke ich mal. Ist ja auch ein wichtiger Punkt in dieser Szene. Die kombinieren halt wild. Es gibt diese Cyber-Gothics, die total bunt und neonfarben rumlaufen. Dann gibt es die Mittelaltermenschen oder halt eben die klassischen Gothics, die wirklich schwarz, Spinnenweben, keine Ahnung, langen schwarzen Mantel. Ich war früher auch mal tatsächlich, muss ich zugeben, so 3-4 Jahre in der SM-Szene unterwegs. Hast du da auch sowas getragen hier? Nee, ich habe sowas nicht getragen. Also sowas zumindest nicht, da wäre ich nicht reingekommen irgendwie. Seit wann seid ihr mit Blutengel hier auf dem Festival vertreten? Wir waren das erste Mal hier im Jahr 2001. Das war mein erster Auftritt überhaupt mit der Band. Reiß mir die Hand, unsere Welt soll brennen, der Stolz und unser Blut in eine Ewigkeit vereint. Ich wollte mit der Band eigentlich nie live auftreten, es sollte nur so ein Studioprojekt sein und irgendwann hat mich das WGT mal gefragt, ey, du musst unbedingt, du kriegst eine geile Position, erste Konzert in der Agra-Halle, 10.000 Leute. Reiß mir die Hand, unsere Welt soll brennen. Und tatsächlich war das so ein bisschen der Grundstein der Karriere irgendwie, muss ich sagen. Reiß mir die Hand, unsere Welt wird brennen. Das ist halt Out of Line unser Label und der dementsprechende Stand dazu. Also wenn man jetzt von unserer Band oder auch von anderen Bands natürlich hier Band-Merchandise haben will, kann man das hier alles beziehen. Was läuft am besten? Was ist so der Renner bei euch? Ich habe gehört, dass dieses T-Shirt da, wo ich drauf bin, mit dem Kreuz relativ gut läuft. Wo hinten drauf steht, ich bin dein Gott. Ist das eine unangebrachte Frage? Bist du Atheist? Glaubst du an irgendwas? Ich glaube an was, ja. Aber das hast du dir selber zurechtgelegt. Das lege ich mir so zurecht, wie es mir gefällt. Also ich unterwerfe mich da keiner Religion oder sowas, sondern... Aber ich habe schon Glauben, auf jeden Fall. Aber die ist ja auch wieder als Nonne verkleidet, also man spielt schon auch ein bisschen mit Auf jeden Fall, ja, weil ich finde ja auch, ich finde halt, Glaube an sich ist sehr, sehr gut. Ja. Jeder sollte glauben, egal an was. Und wenn er halt sagt, hier ein christlicher Glaube oder sowas, in Ordnung.
An was auch immer möchte ich den Menschen selber überlassen, aber ich spiele halt gerne mit diesen Themen. Das ist gar nicht kontrovers gemeint. Auf keinen Fall, weil das ist auch eine Art von Glauben. Also wenn man jetzt ganz normal der christlichen Religion angehört. Und das ist auch in Ordnung. Schau mal, ich habe eine Augenklappe. Falls mir mal ein Auge ausfällt, ne? Ist immer dein Ersatzauge dabei, also gar nicht mal so schlecht. Aber du musst dich ja wahrscheinlich jetzt auch in Schale werfen, Richtig. weil du ja gleich deinen Genau. Auftritt hast. Würde mir nochmal sozusagen ein bisschen das Gesicht erfrischen und so weiter. Okay, ja, dann sichere ich mir einen Platz vor der Bühne. Ich hoffe, es gefällt dir, ja. Vor dem Auftritt von Blutengel schaue ich mir aber noch ein bisschen die Stadt an. Reicht mir die Hand, unsere Welt soll brennen, so stolz und unser Blut in alle Ewigkeit vereint. Vielen Dank Leipzig, vielen Dank Wave Gothic Treffen. Im zweiten Teil treffe ich Kriminalbiologe Marc Benecke und tauche mit ihm ab ins Mittelalter.